Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um das Mosko M3 E-Bike, nagelneu 2022, und ich habe euch ja schon ein Video gemacht, in dem ich euch das Fahrrad vorgestellt habe. Heute geht es mal darum, euch das Fahrrad so ein bisschen näher zu bringen in Sachen Fahreigenschaften. Wie fährt sich das Mosko? Was kann man mit dem Fahrrad erleben? Es kostet 1.300 Euro. Kann man für diesen Preis doch schon Gelänge, Gängigkeit und Zuverlässigkeit erfahren? Und ich habe mich natürlich klassisch auch mal mit dem Bike auf die Nase gepackt, allerdings unfreiwillig, und es ist weitergefahren. Wie das alles so passiert ist, erfährst du jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Wenn wir uns das NCM Moskau anschauen, dann sehen wir eigentlich schon mal eine solide Verarbeitung. Also ich kann da wirklich nicht meckern. Du musst immer das Preis-Leistungs-Verhältnis so ein bisschen beachten. Ich meine, wir bezahlen hier 1.300 Euro, möchten natürlich im Gelände fahren, wollen auch ein anständiges, sicheres Bike haben. Und ich glaube, das ist hier sozusagen mit diesem Fahrrad gelungen. Und wenn du die Bremsen richtig einstellst, machen die einen guten Job. Und du hast natürlich hier auch schon mal die schönen Handablagen, wo du sozusagen hier deine Handflächen ablegen kannst, gleichzeitig natürlich auch wunderbar deine Bremspedale bedienen kannst. Mit dem Schalten wird es dann noch ein bisschen komplizierter, also du musst ein bisschen runtergreifen, du hast nicht gleich direkt alles sozusagen im Griff. Das ist aber nicht schlimm, daran gewöhnt man sich, ansonsten schaltet sich das Fahrrad gut. Es bremst sich gut, es sind normale Scheibenbremsen mit Bautenzug verbaut. Für diesen Preis kannst du nichts anderes erwarten, aber du hast ein gutes Fahrgefühl, dadurch, dass du, wie gesagt, hier wirklich von der Qualität hochwertige Handauflagen hast, dass du den Lenker hier ordentlich verbaut hast. Und klar, über den Sattel wollen wir nicht reden. Da gibt es natürlich viele, die sich drüber streiten. Ist er gut, ist er schlecht? Es gibt natürlich auch diese Hosen, wo du hinten ein Polster drin hast. Dann ist es nicht so hart. Mir persönlich ist er ein bisschen hart. Irgendwann werde ich ihn auch definitiv wechseln. Die Gabel hier vorne ebenfalls mit einer super Federung mit dabei. Hinten ist nichts, was federt, aber dafür ist es vom Prinzip her eigentlich auch egal. Also mir persönlich ist es egal, weil man kann ja dann bei verschiedenen Huckeln und beziehungsweise auch Wurzeln, wenn man drüber fährt, kann man ja auch mal sozusagen sich auf die Pedale stellen. Was auch noch wichtig ist, dass dieses Bike einen wunderschönen Eindruck macht. Das heißt stabil und auch zuverlässig. Es sieht nicht nur gut aus, es ist eigentlich auch richtig schön verarbeitet, wenn man so möchte. Natürlich gibt es immer Bikes, die teurer sind und immer Bikes, die mehr kosten. Ja, wie gesagt, vom Eindruck her kann ich eigentlich nicht meckern über das Mosko M3 29 Zoll Variante hier bei mir. Und fahren wir einfach mal direkt durch den Wald und gucken uns mal an, was es da so bietet. Ich muss sagen, ich bin nach den ersten 100 Kilometern super zufrieden und kann mir zum Preis-Leistungs-Verhältnis von 1.300 Euro nicht Besseres vorstellen als dieses Bike. Es enttäuscht mich wirklich kaum, auf keiner Linie. Außer, dass ich natürlich selber mal einen dummen Fehler gemacht habe, als ich mich mit der Drohne tracken wollte und die Drohne dann sozusagen landen wollte, weil das Akku alle war. Dadurch bin ich dann leicht in Panik gekommen und habe natürlich dann komplett erstmal einen kleinen freundlichen Crash hingelegt mit dem NCM Mosko M3. Aber auch hier nichts passiert, kein Lenker verbogen oder andere Dinge. An der Bremse war hier die Bedienung etwas verbogen, aber ansonsten alles gut, alles schön. Und man sieht natürlich auch, dass erstmal, bevor überhaupt an einem selber geschaut wird, ob was passiert ist, geschaut wird, ob die Drohne noch da ist, ob alles noch gut ist und ob sie nicht abgestürzt ist. Erst dann wird geschaut, ob es einem gut geht. So ist es nun mal. Und ja, kleiner Crash muss auch mal sein. War zwar dumm, aber auf der anderen Seite, man lernt draus. Jetzt testen wir mal die Stufen durch. Also Stufe 1 reicht immer noch. Dann mit der Gangschaltung kombiniert für eine gemütliche, entspannte Fahrt. Kann auch ein bisschen was passieren in den Beinen. Man soll sich ja nicht komplett entlasten. Stufe 2 ist vergleichbar mit der Stufe 1. Also man merkt jetzt doch nicht so den gewaltigen Unterschied, dass man hier jetzt sozusagen komplett abgeht. Gehen wir mal in die Stufe 3 und das ist meine Lieblingsstufe, weil bei der Stufe 3 passiert schon eine ganze Menge. Du hast jetzt eine optimale Unterstützung, auch für so kleine Hügelchen oder für Berganfahrten. Wenn man hier mit der Gangschaltung arbeitet, macht das dann doch auch schon richtig Spaß. Stufe 4 ist
mit der Stufe 3 wiederum vergleichbar. Also einen großen Mehrwert gibt es hier nicht gegenüber der Stufe 3. Aber wenn man jetzt in die beiden nächsten Stufen kommt, nämlich die Stufe 5, die ist dann schon wieder fast gleichwertig mit der Stufe 6 und treibt dich natürlich nach vorne und hat auch richtig Power im Hinterrad. Und bei der Stufe 6, da geht es dann nochmal wirklich richtig ab. Ich sag mal zwischen 5 und 6, vielleicht nochmal 15% mehr Leistung. Und das hast du natürlich dann auch hier in der Geschwindigkeit zur Verfügung. Ist mir gerade eine Fliege ins Auge geflogen und wieder Sand. Und deswegen, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wie gesagt, der 6. Gang, der schiebt dich so dermaßen durch den Sand. Also da brauchst du echt kaum Probleme machen. Gehen wir mal wieder zurück auf die 3, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen was für die Füße tun. Das ist natürlich der Nachteil an der Geschichte, wenn so ein bisschen die Sonne aufgeht und alles im Wald wieder kreucht und fleucht, gibt es natürlich auch viele Fliegen, die hier sozusagen unterwegs sind, vom Schmetterling bis zur Fliege. Und gerade mache ich das mal so, dass ich mit meinem Mund so ein bisschen nicht direkt in Fahrtrichtung unterwegs bin, sondern eher den Kopf runterhalte, um hier so ein bisschen mal die Fliegen aus dem Mund rauszukriegen. Wir sind natürlich wieder bei den Eigenschaften vom Bike und jetzt hier mit der vorderen Feder bin ich zufrieden. Also die fängt eine ganze Menge ab und macht auch ein bisschen Kabums, sodass man hier auch einige schwere Huckel und Wurzeln abfahren kann. Aber wir machen es erstmal so. Wir fahren erstmal auf eine Strecke, wo man das auch mal zeigen kann. Wenn du das Bike öfter nutzt, nicht jetzt professionell für die großen Trails, komplett berghoch, bergunter, da würde ich es natürlich nicht nutzen. Aber ich sag mal so, jetzt für den Wald, normale, gerade Strecken, hier auch mal ein paar Huckel. Ich fahre gleich mal dann vorne auch mal einen Berg hoch. Momentan, wie gesagt, im Modus 3. Und wenn es dann berghoch bzw. bergauf geht, schiebt dich das Hinterrad wirklich im 6. Modus teilweise komplett bergauf ganz allein. Das geht schon beim Schwung holen relativ fix. Und jetzt muss man mal schauen, dass man hier sozusagen den Berg hochkommt. Und ohne runterzuschalten, geht es dann sozusagen komplett mit Leichtigkeit hier auf die Erhöhung und natürlich dann noch weiter auf die Piste. Aufpassen, hier ist dann immer noch ein bisschen Sand. Aber wie gesagt, du musst eigentlich kaum treten bei diesen leichten Hügeln hier und hast wirklich richtig Schwung von hinten. Das haben sie gut gemacht. Also du merkst auch noch mal, wie der dich komplett schiebt, wenn du sozusagen jetzt direkt hier vor einem Berg bist. Kurze Pause, kannst du dir immer noch leisten und zack und treten und dann schiebt sich sozusagen der 6. Modus fast den Berg nach oben. Also solche Sachen kriegst du hier komplett ganz entspannt bewältigt und es macht auch Spaß, weil das Fahrrad einfach stabil ist und wirklich in deinen geraden Wegen, die du dir hier bahnst, vernünftig fährt und dich nicht im Stich lässt. Bremsen funktioniert super. Zack, zack. Gar keine Probleme. Und dann geht es natürlich weiter mit dem NCM Moskau M3 Ausführung 2022. Und das Ganze dann als 29 Zoll Variante hier durch den Wald. Sehr gute Geschichte, kann man nicht meckern. Wer sich das Moskau M3 kaufen möchte, ob nur 27 Zoll oder 29 Zoll und öfter in den Wäldern bzw. auf den leichten Trails unterwegs ist, der kann das ruhigen Gewissens tun. Also nach den ersten 100 Kilometern habe ich sozusagen hier keine Einwände. Das Bike macht genau das, was ich eigentlich machen möchte. Ganz entspannt durch den Wald fahren, öfter mal ein paar kleine Berge mitnehmen, ein paar kleine Trails und natürlich auch auf den Landstraßen dieser Region unterwegs sein. Aber wenn es per Landstraße läuft
und immer noch einen Feldweg gibt, dann gibt es natürlich auch den Waldweg. Denn Waldwege sind schöner mit diesem Bike zu fahren als die ganz normalen Straßen- oder Fahrradwege. Und schaut euch die Straßen an. Auch auf den Straßen ist das NCM Moskau M3 super unterwegs und macht hier sozusagen im Modus 6 eine gute Figur. Können wir mal runterschalten auf den Modus 3. Das ist wesentlich entspannter. Und natürlich, es ist ein Waldweg da. Und die Straße wird gleichzeitig wieder verlassen, weil es macht einfach Spaß, durch den Wald zu jagen mit dem Moskau M3 aus dem Jahr 2022. Wie gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen bemängel, ist, dass klar, die Bremsen, kommst du gut ran, die Ablagen hier mit der Hand, auch eine schöne Geschichte. Aber bei der Schaltung ist es dann immer so ein kleines Hickhack runter hoch, dann wackelt das hier ein bisschen, ist also nicht gerade jetzt sozusagen voll fest, aber man kommt damit klar, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann kann man damit auch optimal fahren. Bin jetzt kein Profi und will es auch nicht werden, aber für meine Ansprüche reicht das vollkommen auch aus der Bordcomputer. Der macht eine gute Figur hier, das Kit von NCM Moskau. Kann man alles ablesen, was man möchte, von dem Tempo bis die Akkuleistung und natürlich auch die gefahrenen Kilometer. Also das reicht mir komplett aus. Und man muss ja eigentlich auch relativ stark dann beim Mountainbike-Fahren im Wald wirklich auf die Strecke achten, dass man da sich nicht in irgendeinen Baumstumpf oder in andere Dinge reinwindet. Also bleibt für den Bordcomputer dann doch relativ wenig Zeit. Kommen wir zur Akkuleistung. Beim Akku gibt es natürlich auch noch mal Folgendes zu sagen, dass hier der Akku natürlich nicht die höchste Stufe bietet, wie auch bei den ganz teuren E-Bikes. Jetzt so von der Leistung her, es gibt noch mal ein extra Video über das Akku mit geringster Stufe und mit höchster Stufe. Da fahre ich dann mal eine Strecke mit der höchsten Stufe komplett und natürlich auch mit der geringsten Stufe und versuche einfach mal so ein bisschen den Akkutest zu vollziehen. Aber so fürs Erste, nach den ersten 100 Kilometern, kann man jetzt eigentlich sagen, der Akku, der zieht dich durch den Tag. Also wenn du jetzt Lust, Zeit und Laune hast, in den Wald zu fahren und hier mal ein paar Kilometer durchzurocken, dann ist das okay. 50 Kilometer mit Modus 6, also in der höchsten Stufe, gibt er dir definitiv. Und wenn du dann mit weniger unterwegs sein solltest, kommst du natürlich noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, einen kompletten Akkutest gibt es natürlich noch für dieses E-Bike von mir hier auf diesem Kanal. So erstmal als kleine Einschätzung, als ersten Blick auf den Akku ist es jetzt erstmal so gesagt. Auch die Geschwindigkeiten, die dir das Bike bietet hier in der Stufe 6, wenn du jetzt nicht auf dem Berg fährst, die sind natürlich auch noch wirklich für mich völlig ausreichend. Ich finde das schon gewaltig, hier sozusagen mit 25 km/h durch den Wald zu fahren. Andere können das natürlich mit dem doppelten und dreifachen und fünffachen, auch alles kein Problem. Aber so reicht mir die Geschwindigkeit. Und bevor ich mich sozusagen hier komplett auf die Nase packe, habe ich lieber Geschwindigkeiten, die ich noch so ein bisschen überwachen kann. Und da ist das NCM Moskau echt ein guter Assistent. Also du kannst hier wirklich schön durch den Wald fahren, auch mal ein bisschen Sand und Wurzel mitnehmen, vor dich hinschalten und dann wieder den Berg hoch. Und das mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Das ist natürlich eine coole Sache. Also macht schon Spaß, mit dem Bike hier auf einigen Trails unterwegs zu sein. Und jetzt geht es wieder berghoch und man sieht, ich kann auch reden, also wunderbar. Was will man mehr? Das war schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch alles über dieses Bike etwas näher bringen. Sehr gerne Kanal abonnieren, sehr gerne ein Like dalassen und natürlich sehr gern bis zum nächsten Video. Also tschüss, bye bye und winke, winke.